Hallo ihr Lieben alle, herzlich willkommen bei den Matrixern, Shiva und Jonathan. Ja, willkommen bei einem neuen Video, einem spannenden Video, wie wir finden, wie immer fast. Und zwar geht es dieses Mal um falsche Erinnerungen. Und echte Erinnerungen. Und echte Erinnerungen. Wir wurden ja alle geboren, alle mit einer falschen Identität, sagen wir mal zu 99,9%, bis auf die paar bewussten Walk-ins. Ja, mit einer falschen Identität und vermutlich auch zum Teil mit falschen Erinnerungen. Ja, genau, das wird heute unser Thema sein. Ja, mal wieder ein sehr interessantes Thema, denn wenn man sich mal anschaut, woran man sich so in seinem Leben erinnert, wie kann man da sicher sein, dass all diese Erinnerungen auch wirklich stattgefunden haben? Richtig. Ihr habt ja keinen, der euch dann sagen würde, ja, diese Erinnerung ist echt, diese ist nicht echt. Aber in den meisten Fällen geht ein Mensch davon aus, dass all die Erinnerungen, die er besitzt, an seine Schulzeit, seine Eltern, an Beruf, an den ganzen Partnern, die man so hatte, dass die alle echt sind. Aber verhält sich dem wirklich so? Normalerweise geht man ja davon aus als Mensch, man wird geboren, also man ist im Mutterleib, wird geboren, wird aufgezogen, geht in die Schule, Beruf, Freunde, bla bla bla. Aber sagen wir mal so, in vielen Fällen ist das nämlich gar nicht so. Die Seele hat vielleicht schon 100-mal eine Geburt mitgemacht. Man muss ja auch daran bedenken, dass man öfter auch mal eine Inkarnation erneut erleben möchte. Das heißt, du kannst deine Inkarnation durchleben und denkst dir, ach, die möchte ich nochmal, weil die war so spannend, oder ich möchte mal einen anderen Weg ausprobieren. Du kannst davon ausgehen, dass du deine Inkarnation schon viele Male erlebt hast. Und du hattest auch viele Inkarnationen, die du vielleicht auch schon viele Male erlebt hast. Und du willst nicht jede Inkarnation mit dem Mutterleib beginnen oder mit der Geburt oder mit der Schulzeit. Vielleicht möchtest du gerne erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Körper hineinkommen. Also sagen wir mal mit 30. Bis zu diesem Zeitpunkt, mit 30, war dieser Körper vielleicht einfach nur eine leere Hülle, ein Statist. Vielleicht war auch jemand anderes drin. Und vielleicht bist du aber auch ein Starseed, hast eine Mission und möchtest deswegen erst mit 30 in den Körper kommen. Viele Möglichkeiten. Ja, also die meisten Menschen glauben sogar an Reinkarnation. Wenn man sich alle Länder dieser Welt anschaut, glauben die meisten Länder tatsächlich an Reinkarnation. Und da ist nicht nur der Buddhismus, der an Reinkarnation glaubt, ne? Sondern es gibt auch andere Religionen und andere Weltbilder, die die Reinkarnation einschließen. Und wie stellt man sich eine Reinkarnation denn vor normalerweise? Normalerweise stellt man sich vor, dass man als Baby zur Welt kommt, das Leben lebt, dann irgendwann stirbt, man geht dann ins Licht und dort wird man dann wieder in die nächste Inkarnation geschickt und wird dann als neues Baby wiedergeboren. Dem ist aber nicht so. Das ist die klassische Reinkarnationstheorie, wie sie gelehrt wird, aber stellt eigentlich die erste Stufe dieser Lehre dar. Es gibt nämlich noch eine zweite Stufe, die eher so für Fortgeschrittene gedacht ist. Und da sprechen wir dann eben von der Möglichkeit, dass innerhalb der 3D-Matrix auch Erinnerungen eingespielt werden können. Technisch. Denn die ganze 3D-Matrix ist ja eine Simulation. Und eine Simulation ermöglicht es eben, an jedem beliebigen Startpunkt zu beginnen mit den entsprechenden Erinnerungen. Das heißt also, wenn du gar nicht als Baby geboren wurdest, ist dein Eintrittszeitpunkt viel später gewesen. Vielleicht mit 6 Jahren, mit 20 Jahren, mit 30 Jahren, wie du sagst, oder mit 40 Jahren erst. Und sobald du dann in dieses Leben eintrittst, greift natürlich die Amnesie. Du erinnerst dich nicht mehr, woher du gekommen bist, du erinnerst dich für gewöhnlich nicht an deine vorherigen Leben und lebst einfach dein Leben. Und dann werden die dazugehörigen Erinnerungen eingespeist. An Schule, Beruf, Familie und so weiter. Und diese Erinnerungen
sind täuschend echt. Du kannst sie nicht von den echten Erinnerungen, die du erlebt hast, unterscheiden. Zumindest ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Und wir wollen heute euch einen Weg zeigen, wie ihr eventuell Indizien dafür sammeln könnt, für euch selbst persönlich, wie man zwischen echten und falschen Erinnerungen unterscheiden könnte. Was man dazu noch sagen muss, ist, es gibt natürlich auch viele Seelen, die wollen natürlich auch die Geburt erleben. Also es ist nicht so, dass die meisten jetzt erst mit 6 oder 20 reinkommen. Es gibt natürlich auch welche, die wollen wissen, wie fühlt es sich im Mutterleib an, wie fühlt sich eine Geburt an, wie fühlt es sich an, ein Baby zu sein. Das gibt es natürlich auch, ganz klassisch. Die nehmen dann auch alle Erinnerungen mit. Also die haben dann auch alles echt erlebt. Also das gibt es natürlich. Das schließen wir nicht aus. Ja, Indizien, genau. Und was auch möglich ist, dass du immer mal wieder in den Körper reinguckst, praktisch. Das heißt, in Wahrheit gehst du erst mit 20 rein, aber du gehst im Alter von 2 Jahren mal rein für eine Stunde oder 3 Tage und guckst, was gerade los ist im Körper, wie sich das anfühlt. Dann gehst du nochmal mit 8 nochmal für ein paar Tage oder eine Woche rein oder einen Monat, ich weiß es nicht. Aber der wahre Einstiegspunkt wird dann erst mit 20 sein. Also du kannst zwischendrin immer mal wieder zu Besuch kommen. Das geht schon auch. Das gleiche Spiel gilt ja auch für Walk-ins. Ja. Ein Walk-in ist also jemand, der zum Beispiel an einen Menschen herantritt, der durch einen Unfall in ein Koma gekommen ist. Und der Koma-Patient will nicht mehr zurück in den Körper. Ihm gefällt das dann außerhalb der 3D-Matrix so gut, dass er sich sagt, ja, nö, ich will den Körper nicht mehr, ich warte lieber auf meine nächste Inkarnation. Wer möchte, kann den Körper übernehmen. Und dann kommt so eine Walk-in-Seele daher und sagt, ja, das ist optimal. Die Umgebung, die du geschaffen hast und die Familie, die du hast und wie das alles aufgebaut worden ist von dir, ist mir sehr sympathisch. Ich übernehme dein Leben. Ja, und die Walk-in-Seele geht dann in seinen Körper hinein und bekommt dann die ganzen Erinnerungen eingespielt, die er bis zu diesem Zeitpunkt eben erlebt hatte. Die neue Seele hat natürlich schon eine andere Persönlichkeit auch. Das fällt dann oft auch den Familienmitgliedern auf, dass der, wenn er aus dem Koma erwacht, irgendwie ein anderer ist. Denn das stimmt ja auch, er ist irgendwie ein anderer. Aber die Walk-ins gibt es jetzt nicht nur, wenn du in den Koma fällst, sondern gibt es ja, wie gesagt, auch, wenn du aus der Kryokapsel kommst, dann besetzt du sozusagen einen Statisten, also du gehst mit deiner Seele in einen Körper, in eine leere Hülle hinein. Oder du kannst natürlich auch aus der Astralebene kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt ein Walk-in sein, ich möchte jetzt mit 25 geboren werden, sozusagen als Seele, und suchst dir dann einen leeren Körper aus, der schon seit 25 Jahren auf diesem Planeten herumläuft und gehst da rein. Also es muss nicht zwingend ein Koma sein, das geht natürlich auch so. Ja, natürlich, das geht auch so. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel an eure Schulzeit zurückdenkt, dann denkt ihr vielleicht, ja, mein Gott, diese ganze Schulgeschichte, da hätte ich nicht nochmal Lust drauf, das im nächsten Leben zu durchleben. Kann ja gut sein, dass man sich das denkt. Ne? Man denkt sich, ja, ich kann mir vorstellen, noch eine Inkarnation zu durchleben, aber bitte ohne Schulzeit. Ja? Kann man da nicht irgendwie so mit 18 rein oder so oder mit 16, wo man vielleicht am Ende der Schulzeit ist, wo man gerade die Schulzeit abgeschlossen hat und dergleichen. Und eure Erinnerung an eure Schulzeit, niemand kann euch hundertprozentig garantieren, dass die Erinnerungen auch wirklich alle so waren, wie ihr euch erinnert. Genau. Vielleicht sind das eingespielte Erinnerungen, damit ihr eine lückenlose Vergangenheit für euren Verstand, für eure Ratio habt. Ne? Weil die Tarnung für eure falsche Identität in der 3D-Matrix muss eben erhalten bleiben. Und das bedeutet, hier muss also eine lückenlose Vergangenheit da sein, zumindest für das Schaffen eines Eindruckes der Persönlichkeit. Damit die Persönlichkeit, wenn sie es selbst hinterfragt und sagt, ja, war ich dann auch in der Schule wie all die anderen, dass dann die Erinnerungen an die Schulzeit hochkommen. Was nicht möglich ist,
dass du als Walk-in kommst und einen anderen Körper besetzt, wo eine Seele drin ist. Das geht nicht. Wie gesagt, als Walk-in kannst du entweder in eine leere körperliche Hülle kommen, also einen Statisten, wie wir sie nennen, oder du kannst mit einem Koma-Patienten tauschen, wo die andere Seele eben einverstanden ist. Du kannst, wie gesagt, niemanden besetzen. Es ist immer ein Einverständnis zwischen den Seelen. Um das nochmal klarzustellen, niemand kann einfach dich aus deinem Körper dringen und dann plötzlich deinen Körper besetzen und du bist raus. Das geht nicht. Ja. Und auch bei den Starseeds unter euch, die über die Kryokapsel hier reingekommen sind, die setzen sich vor ihre Kryokapseln und programmieren dann, ja, ich möchte gerne das und das und das und das erleben, ich möchte gerne diese Begegnung haben, ich möchte das Abenteuer erleben oder ich möchte ein ganz gechilltes Leben führen und so weiter. Und dann fängt das Programm, die KI der Kryokapsel an, eben die ganzen 3D-Statisten zu durchsuchen, ne? Bis er eben den richtigen gefunden hat und sagt dann, ja, frequenztechnisch bist du mit diesem Statisten kompatibel, der hat ungefähr deine Frequenz, den kannst du übernehmen. Ja. Genau. Und dann legst du dich in deine Kapsel rein, deine Kryokapsel, und dann geht das Programm los. Ne? Genau. Und die Erinnerungen werden natürlich auch dort nur eben auf technische Art und Weise eingespielt. Wenn du also dann den Statisten übernimmst, der 25 Jahre alt ist, dann müssen die Erinnerungen existieren. Sonst ist ja die Illusion der 3D-Matrix gefährdet, ne? Und kann dann natürlich nicht aufrechterhalten werden. Aus dem Grund sind gefälschte bzw. hochgeladene oder abgeloadete Erinnerungen so wichtig beim Eintritt in die 3D-Matrix. Außer du bist ein Starseed und möchtest voll bewusst hier auf Mission gehen, das ist auch möglich, dann kriegst du natürlich auch die falschen Erinnerungen mit, aber du hast keine Amnesie und bist voll bewusst hier drin. Du weißt, du liegst gerade auf deinem Raumschiff in einer Kryokapsel, also dann hast du eigentlich beide Erinnerungen. Du hast die Erinnerungen von dem 25-jährigen Körper, die eigentlich ja nicht wirklich stattgefunden haben, und du hast die Erinnerung eben von deinem wahren Heimatplaneten, von da, wo du hergekommen bist, von deinem Raumschiff, wer du wirklich bist und sowas. Also das ist auch möglich. Ja, kommt aber erstens selten vor, Ja, und sehr zweitens verwässern sich diese Erinnerungen auch von Inkarnation zu Inkarnation. Das kann auch sein, ja. Das ist auch ein Problem. Es kann also sein, dass du irgendwann mal als Starseed hier reingekommen bist, hast eine Inkarnation durchlebt, bewusst, mit deiner Erinnerung, mit dem Wissen, dass du über die Kryokapseln hier reingekommen bist, und lebst dann dein Leben und stirbst, gehst auf die Astralebene, gehst in die nächste Inkarnation rein und dann erinnerst du nur noch die Hälfte. Ja, genau, das ist auch so. Ja, das ist passiert. nämlich ein Problem, das sehr häufig auftritt, weil die Frequenz, die 3D-Matrix-Frequenz eben viel niedriger ist als die 5D freie Matrix-Frequenz. Und aus dem Grunde verwässern sich die Erinnerungen immer mehr und mehr, bis du irgendwann dann genauso blöd bist wie alle anderen. Ne? Ja, das stimmt, ja, genauso. Ja. Genau, dann mal ein paar Indizien, wie man erkennen könnte, ist meine Erinnerung echt oder nicht. Also, wir haben dafür weder Beweise, noch wissen wir es wirklich. Es sind, wie gesagt, Indizien. Wir gehen davon aus, wenn du zum Beispiel eine wirklich sehr frühe Erinnerung hast, zum Beispiel du warst vielleicht 1,5 Jahre alt, das könnte eine echte Erinnerung gewesen sein, weil normalerweise erinnern sich Menschen weder an vorgeburtliche Geschichten noch an die Geburt selbst oder an das frühe Kindalter. Ich zum Beispiel habe eine Erinnerung, da war ich erst 1,5 Jahre alt. Wie wahrscheinlich ist es, sich an sowas zu erinnern? Ich habe sonst überhaupt vielleicht insgesamt 3 oder 4 Erinnerungen an meine Kindheit, bis ich so 11 war. Vielleicht waren es auch 5 oder 6. Wie gesagt, ich bin auch erst viel später reingekommen in meinen Körper, nicht mit der Geburt, aber ich habe scheinbar immer mal wieder reingeschaut. Und das sind für mich Indizien, dass ich immer mal wieder reingeschaut habe. Und zwar mit 1,5 Jahren habe ich mal reingeschaut, erinnere mich da an ein, 2 Szenen, und mit 3, 4 auch mal. Also ich habe mal immer wieder 2 Tage Urlaub gemacht in meinem Körper, um mich mal dran zu gewöhnen, und bin dann irgendwann später erst vollständig reingekommen. Und bei dir war das ja auch ähnlich. Du bist ja auch nicht mit der Geburt hierher gekommen.
Ne, das ist richtig, ja. Also wenn ihr zum Beispiel euch versucht mal zu erinnern an eure Schulzeit. Versucht euch mal zu erinnern, neben wem ihr da gesessen habt. Und jetzt schaut euch die Erinnerung an. Existiert diese Erinnerung als ein Ablauf von mehreren Szenen? Ach so, ja, genau. Sehr richtig. Guter, ja. Ja. Genau. Oder habt ihr einfach nur ein Foto? Foto, richtig. Genau, das war ja Wie richtig. ihr da so neben eurem bekannten Klassenkamerad, mit dem ihr immer so viel Quatsch gemacht habt, gesessen habt. Richtig. Die Fotogeschichte, ja. Ja. Und da könnt ihr nämlich unterscheiden. Ne? Ist eure Erinnerung ein kurzer Film, eine kurze Szene von mehreren ablaufenden Bildern oder habt ihr einfach nur ein Foto? Ne? Und wenn ihr einfach nur ein Foto habt, dann ist das für uns ein Indiz, dass das eine eingespielte Erinnerung ist. Richtig, darüber haben wir uns ja intensiv unterhalten. Stimmt, Ja. genau, die Fotogeschichte und die Sequenzgeschichte. Und dahingehend könnt ihr mal eure ganze Vergangenheit so ein bisschen abchecken, eure Erinnerungen an eure Schulzeit, ja, weil die Schulzeit könnte unter Verdacht stehen, dass viele das auch gerne überspringen möchten. Ja, wahrscheinlich. Weil die eben jetzt nicht so spannend war. Ne? Manche fanden ihre Schulzeit vielleicht ganz toll, ne? Und sagen, wow, ne? Also die Schulzeit war die schönste Zeit meines Lebens. Das waren die Statisten. Gibt es auch. Oh nein, da gibt es auch solche Menschen, die das toll fanden, ne? Die Schulzeit. Aber wie gesagt, ist ja jetzt nur ein Beispiel mit der Schulzeit. Überprüft mal eure Erinnerungen. Wie tauchen die Erinnerungen in eurem Kopf auf? Ja? Foto oder Film. Foto oder Film. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Erinnerungsdiskrepanz, würde ich es mal nennen. Das heißt, wenn eure Eltern euch sagen, erinnerst du dich noch, als du 3 Jahre alt warst mit diesem komischen roten Dreirad, da bist du einmal gegen eine Parkbank gefahren. Und du hast kein blasses Schimmer, worüber die reden. Ja. Ne, du denkst dir dann, wie? Ich hatte nie ein Dreirad. Nie. Ne? Aber deine Eltern schwören drauf. Nee, das haben wir dir doch zu Weihnachten geschenkt. Weißt du das noch? Und du so, nee, kein Plan. Dann ist das natürlich ein Indiz dafür, dass ihr da anscheinend noch nicht drin wart. Das geht natürlich auch andersrum. Ich habe mal mit 5, also ich habe eine Erinnerung im Kopf, da bin ich 100% sicher, die habe ich so erlebt. Dann habe ich meine Mutter gefragt, ja, weißt du noch, damals, das und das war nicht so schön, mit 5. Und sie so, nein, das ist nie passiert, niemals. Und sie war sich 100% sicher. Keine Chance, dass ich das je erlebt hatte, aber ich habe das so klar im Kopf, da haben wir auch eine sehr starke Erinnerungsdiskrepanz. Ja, das kann dann so erklärt werden, dass du eventuell dort in einer anderen Realität warst. Entweder das. Ne? Dass vielleicht du da noch gar nicht drin warst zu dem Zeitpunkt. Ja. Oder dass natürlich irgendwie eine andere Realität nachträglich eingespielt worden ist. Entweder bei dir oder dann eben bei deinen Eltern. Ja, genau. Also da sieht man, welche Möglichkeiten bestehen. Und für gewöhnlich kann man es nicht unterscheiden zwischen falschen und Erinnerungen, die man jetzt wirklich durchlebt hat. Ja, ein weiteres Indiz für mich ist der emotionale Bezug zu einer Erinnerung. Wenn du halt so eine Art gewisse Sehnsucht spürst zu dieser Erinnerung, es ist keine bewertende Emotion sozusagen, es ist weder, dass es besonders schön oder besonders negativ war, sondern eigentlich eher so ein Gefühl, eine Stimmung zu einer Erinnerung hast. Dann deutet es schon darauf hin, dass es eine echte Erinnerung ist, wenn es einfach sagen wir mal, eine leblose Emotion ist, also wenn du eigentlich gar nichts fühlst praktisch, wird sie wahrscheinlich eingespielt sein. Muss nicht so sein, aber sobald du irgendwie eine Art gewisses Gefühl zu einer Erinnerung hast, ist sie auf jeden Fall echt. Das ist kein Beweis, nur ein Indiz, meine Meinung. Es fühlt sich so an, als würde es stimmig sein, für mich jedenfalls. Ja, in dem Zusammenhang haben wir natürlich noch ein spannendes Thema zum Thema Erinnerungen. Denn Erinnerungen können nicht nur individuell abgeloadet oder ausgetauscht werden. Es kann natürlich auch ein weltweites Massenevent sein. Ja, en masse. Ne?
ist schon häufiger vorgekommen. Zum Beispiel, wenn sie mal wieder die Geschichte geändert haben. Zeitreisen sind möglich, ist kein Scherz. Und wenn mal wieder was schiefgelaufen ist und ja, irgendwas ganz Blödes passiert ist, was die Menschen eigentlich gar nicht wissen sollen, kann es gut sein, dass die Erinnerungen entweder gelöscht wurden, ausgetauscht wurden, in der Zeit zurückversetzt wurden. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Oder die Realität gewechselt. Oder die Realität, ja. Ja. Und zwar nicht individuell, sondern en masse. Ne? En masse. Also kollektiv Ja. die Realität gewechselt worden ist. Ne? Wie beispielsweise der Mandela-Effekt. Genau. Ist ja jetzt auch momentan in einigen Foren immer wieder Thema, der Mandela-Effekt. Okay. Mandela heißt es deshalb, weil ihr kennt ja alle Mandela. Ne? Und wenn wir dich jetzt fragen, wann ist der gestorben? Ne? Was meinst du, wann der gelebt hat und wann ist er verstorben? Da unterscheiden sich eben die Aussagen alle. Ne? Für mich ist er 90 gestorben. Ja, und für mich in den 60ern. Ach du Scheiße, wow. Ja, eben. So habe ich das in Erinnerung. Ja, was stimmt denn jetzt? Ja. Also in Wahrheit ist er, glaube ich, irgendwann 2000 irgendwas gestorben, ne? Ich weiß es jetzt auch nicht, du. Ja, irgendwas. Man hat jetzt so viele Daten im Kopf, wann er gestorben 2011 ist. oder was? Keine Ahnung, das ist ja auch Ja. nicht wichtig. Wir schreiben es euch drunter. Ja. Vielleicht. Und da gibt es auch noch andere Geschichten. Ne? Also beispielsweise Monopoly. Ne? Ihr habt ja alle vielleicht mal mit euren Eltern oder mit Freunden Monopoly gespielt. Und da gibt es auch eine Spielfigur, ne? Die hat so einen Zylinder auf. Ne? Die sieht so ein bisschen aus wie so ein älterer Gentleman. Und hatte der einen Pinockel? Ja. Mein ich auch. Aber so viel ich weiß, soll er das nicht haben. Nein, der hatte 100% einen Pinockel. Ja, da fängt schon Und an. ich habe nie Monopoly gespielt, aber hier. Ja. Oder hier einer der berühmtesten James Bond Filme, Moonraker, ja, mit Roger Moore. Und in diesem Film spielt so eine kleine Blonde mit, die sich mit dem Beißer, ne, das war so ein angeheuerter Killer, der James Bond umbringen sollte. Und der hat sich dann verliebt in so eine Blondine, so ein kleines Mädel mit Zöpfchen, ne, Latzhose so wie du. Ne, und die hatte eine Zahnklammer. Und es gab dann eine ganz spezielle Szene, in der eben die Blondine und er beide gegrinst haben. Und er hatte ja ein Stahlgebiss, womit er seine Opfer meistens dann totgebissen hat oder so. Und sie hatte eben eine Zahnklammer aus Metall. Und in einer bestimmten Szene haben die beiden dann eben so in die Kamera gelächelt. Und dann dachte man ja, okay, so haben sie ja was gemeinsam. Ne? Ja, aber wenn man sich jetzt Moonraker anschaut, ist diese Zahnklammer nicht vorhanden. Wie kommt es dazu? Ja. Warum erinnern sich alle, die diesen Film damals gesehen haben, an die Zahnklammer? Und warum ist die jetzt plötzlich nicht mehr da? Also das sind alles so Bilder, die eben unter dem Oberbegriff Mandela-Effekt laufen. Ne? Die Leute haben eine ganz andere Erinnerung, als so wie es sich wirklich verhält. Das gibt es natürlich auch mit größeren Sachen. Kriege, ganze Epochen können ausgetauscht worden sein in der Erinnerung, die so nie stattgefunden haben. Zum Beispiel die Tatarier oder irgendwelche Kriege. Ihr könnt es euch so vorstellen, schaut euch mal den Film Jupiter Ascending an. In der einen Szene geht da hinten voll der Krieg los und Hochhäuser werden zerstört und dann fährt das Mädel mit diesem Typen weg und sagt, ach du Scheiße, was werden denn die Leute morgen sagen oder was ist mit denen, die das jetzt gesehen haben, nach dem Motto. Ja, das von morgen weiß da keiner mehr was von und es wird alles wieder sein wie vorher. Genauso funktioniert das. Also der Film ist schon auch insgesamt gesehen sehr nah an der Wahrheit dran. Ist auch für uns mehr so eine Art Doku. Aber so kann man sich das vorstellen. Es wird einfach die Zeit zurückgedreht, alles neu aufgebaut und die Änderungen werden gelöscht oder geupdatet, wie bei Men in Black. Ja, oder hier Erich von Däniken. Ja, genau, das wollte ich. Wir wollten natürlich noch ein persönliches Beispiel kriegen. Ja, also ich habe bei YouTube dann irgendwann mal vor vielen Jahren, ich weiß nicht wann das war,
8 Jahren, glaube ich, oder so um den Dreh, keine Ahnung, 2014, 15, irgendwann so um den Dreh, habe ich auf YouTube ein Video gesehen, in dem eben die Ehefrau von Erich von Däniken interviewt worden ist und wie sie jetzt das Vermächtnis von Erich von Däniken weitertragen möchte, nachdem er jetzt verstorben ist. Ja. Und ich dachte, oh, Erich von Däniken ist tot. Ja, schade. Ja, okay. Ja, und dann habe ich dem Video so zugehört, ne, und was sie dann alles so gesagt hat. Und ich war von dem Moment an im Glauben, Erich von Däniken ist verstorben. Ja, dann haben wir uns irgendwann getroffen und Ja, haben bei uns, dir war das, ja genau. dann haben wir uns eben irgendwann getroffen und haben uns über Erich von Däniken unterhalten. Und ich war auch absolut davon überzeugt, er ist schon vor langer Zeit gestorben. Und wie sind wir dann darauf gekommen, dass er eigentlich noch lebt? Weil wir waren beide fester Überzeugung, Erich von Däniken ist schon vor langer Zeit gestorben. Für uns beide. Naja. Irgendwann hat mir mal jemand eine E-Mail geschrieben, weil ich in einem Blogartikel das nebenbei erwähnt hatte. Ach so, ja, stimmt. Und dann hat mir irgendeiner eine E-Mail geschrieben und sagte zu mir, was erzählst du da? Erich von Däniken lebt doch noch. Und ich so, hä? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe dann recherchiert und tatsächlich, Erich von Däniken lebt. Ja, wir waren beide echt überrascht. Ja, er ist fit wie Turnschuh und noch heute kann man sehen, dass er twittert, ne? Ja, genau. Seine ganzen Sachen, und das war in meiner Realität nicht so. Nee, meine auch nicht. Ja. Also kann man sagen, Einspielen von falschen Erinnerungen oder Realitätswechsel, das geht immer irgendwie Hand in Hand. Ja. Ja, finde ich sehr spannend, weil man einfach nie weiß, was haben wir wirklich erlebt. Ist das, was wir gestern erlebt haben, ist es wahr? Oder es war vielleicht gestern die Apokalypse und meine Erinnerung daran wurde einfach ausgelöscht und ersetzt? Wer weiß das schon? Ja. Nobody's gonna know. Ja, das war unser Video zu falscher Erinnerung, ihr Lieben. Wir haben für alle Neuankömmlinge bei uns, bei den Matrixern, einen Einsteiger-Videokurs erstellt. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen auf www.matrixer.com. Ein richtiges Seminar. Ne? Ein richtiges Seminar von, keine Ahnung, 8 Stunden oder so, haben wir extra für euch zusammengestellt und ist kostenfrei. Genau, also es ist ein Einstieg in das Thema die Matrix. Ja, ein Einstieg in unser Wissen, woher wir unser Wissen haben. Die wichtigsten Themen, die wir behandeln, haben wir alle in dieses kostenfreie Seminar reingepackt. Ihr könnt euch anmelden, ne, gebt einfach euren Namen an, E-Mail-Adresse reicht schon, und dann könnt ihr an dem kostenlosen Online-Seminar teilnehmen. www.matrixer.com. Ja, wir wünschen euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Genau, und nicht vergessen, gerne kommentieren. Vergesst eure Kommentare nicht. Ciao. Ja, ciao.